Der Tag des Zornes, jener Tag, er wird die Welt in Asche verwandeln. Mit diesen Worten beginnt ein 800 Jahre altes Klagelied, das von Tod, Trauer und Wut handelt. Verfasst auf Latein, geladen mit Zorn und erbitterter Trauer. Ein Lied, das als Totenmesse begann und schließlich die Jahrhunderte überdauert hat. Es wurde nicht nur etwa 600 Jahre später von Mozart, Berlioz und Liszt in ihren musikalischen Werken verarbeitet, sondern selbst jetzt noch findet man dieses uralte Stück in modernen Werken wieder. Werken wie Dead by Daylight. Dieses Werk hat viele düstere Motive des Todes in einem einzigen Videospiel vereint. Und das Dies Irae ist nur eines davon. Was geht, Welt? Ich bin Nobi. Und wie in den vergangenen Jahren möchte ich in meinem Beitrag für die Halloween YouTube-Show 2023 etwas untersuchen, bei dem die reale Welt und das Unheimliche durch Videospiele aufeinandertreffen. Diesmal geht es um jene Macht, die etwas Bestehendes nimmt und daraus etwas Neues flicht. Etwas, das ein jahrhundertealtes Lied nutzt, um damit Einfluss auf die Gefühle von Menschen zu nehmen. Inspiration. Dead by Daylight ist ein Spiel, dessen erklärtes Ziel es schon immer war, das Gefühl von längst etablierten Horrorfilmen in interaktive Form zu bannen. Zu diesem Zweck bedient es sich an zahlreichen Motiven der Horrorkultur. Mittlerweile haben etliche bekannte Horrorfiguren ihren Weg in das Spiel gefunden. Gruselige Charaktere wie Freddy Krueger, Michael Myers und Nicolas Cage. Um die Erlebnisse echter Horrorfilme zu simulieren, war es natürlich schon immer für das Spiel interessant, Lizenzen zu erwerben, um bereits bekannte Figuren zu verwenden. Und mittlerweile ist das Spiel auch relevant genug, um das regelmäßig zu tun. Aber Charaktere, die einfach 1:1 aus anderen Medien übernommen wurden, sind für dieses Video nicht interessant. Deshalb schließe ich die lizenzierten Inhalte alle aus. In diesem Video wollen wir uns anschauen, was für Inspiration hinter den ureigenen Elementen von Dead by Daylight steckt. Dafür habe ich ein paar geeignete Kandidaten herausgesucht. Und bei einem von ihnen glauben viele, sie wüssten schon, was es in Wahrheit mit ihm auf sich hat. Aber ich vermute, auch sie werden feststellen, dass sie nur glaubten, die Wahrheit zu kennen. Beginnen wir mit dem Geist. Die meisten Leute sind sich einig. Er ist inspiriert von Gevatter Tod, dem Sensenmann. Eine allegorische Personifizierung des Todes. In manchen Erzählungen hat Gevatter Tod eine Sense als Waffe, um Menschen zu töten. In anderen nutzt er die Sense als Werkzeug zum Ernten von Seelen, so wie schon immer Sensen als Werkzeuge zum großflächigen Ernten verwendet wurden. Die Sense findet sich beim Geist in Dead by Daylight wieder. Er verfügt nämlich über ein Beil, mit dem er zuhaut. Doch das hat nicht, wie üblich, ein Axtblatt, sondern eine Klinge, die aus einem Schädel herausragt, der wiederum auf einer Wirbelsäule sitzt. So erinnert die Waffe des Geistes an eine Sense. Und mit dem Totenschädel hat es auch gleich eine direkte Verbindung zum Tod. Wie der Name schon nahelegt, kann der Geist sich unsichtbar fortbewegen und die Überlebenden so unbemerkt heimsuchen. Ganz wie für Geister üblich. Und ein klassischer Geist ist bereits tot. Aber es geht noch weiter. Ein weiteres Motiv, das eine starke Assoziation mit dem Tod hat, ist eine Glocke. Wenn für jemand das letzte Stündlein schlägt, stirbt er. Denn Beerdigungen werden begleitet von Glockenschlägen. Einzelne Glockenschläge künden von Unheil und Tod. So etwa die Glocke von dem Geist, wenn er sich für die Überlebenden unsichtbar macht oder die Unsichtbarkeit fallen lässt. Die Krankenschwester, Sally Smithson. Für die Krankenschwester, Sally Smithson, ist zwar nicht eindeutig, wodurch das Design inspiriert wurde, aber es gibt die weit verbreitete Auffassung, dass ihr Design auf den ähnlichen Monstern in Silent Hill basieren könnte. Hinter dem Charakter könnte jedoch noch mehr stecken. Der Reddit-User Breakdancen hat darauf hingewiesen, dass es starke Parallelen zwischen der Krankenschwester und der Serienmörderin Jane Toppin gibt. Jane war eine Medizinerin, die über viele Jahre hinweg etliche Menschen getötet hat, während sie vorgab, ihre Opfer zu pflegen. Nachdem ihre Taten schließlich aufgedeckt wurden, befand man sie vor Gericht, und daran erkennt man vielleicht gut, dass es über 100 Jahre her ist, für nicht schuldig aufgrund von Geisteskrankheit, und man wies sie ins Taunton Insanity Hospital ein. Ein Name übrigens, der sich heute einfach nicht mehr auffinden lässt. Man spricht immer vom Taunton State Hospital oder vom älteren Namen State Lunatic Hospital at Taunton.
Die Änderung ist vermutlich der Tatsache geschuldet, dass es einige Begriffe für psychiatrische Anstalten gibt, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Und die Worte Lunatic und Insanity gehören dazu. Die einzige Quelle, durch die ich den Namen Taunton Insanity Hospital bestätigen kann, ist eine Reihe von Jahresberichten. Aber naja, das hat jetzt nichts mehr mit Dead by Daylight zu tun, ich fand es nur interessant. Zurück zur Krankenschwester aus Dead by Daylight. Aus der offiziellen Hintergrundgeschichte des Spiels ist bekannt, dass es sich bei ihr um eine Serienmörderin handelt, die 2 Jahrzehnte in so einer psychiatrischen Einrichtung gearbeitet und dann viele der Patienten umgebracht hat, um den Wahnsinn auszulöschen. Die Parallelen zwischen Jane Toppin und der Krankenschwester-Killerin sind also durchaus gegeben. Und es geht noch weiter. Als die Krankenschwester ins Spiel eingeführt wurde, erschien auch eine neue Map, Crotus Pren Asylum. Die Krankenschwester und das Crotus Pren Asylum gehören zusammen und wenn man sich dieses Level genauer anschaut, wird man 2 Details feststellen. Erstens, in der Anstalt gibt es eine Kuppel, die eingestürzt ist. Und zweitens, es sind Überreste eines Feuers auf der Map verteilt. Nun nochmal zurück zum Taunton State Hospital, in das die Real-Life-Serienmörderin Jane Toppin eingewiesen worden war. Wenn man Bilder von früher mit dem heute noch stehenden Gebäude vergleicht, stellt man fest, da fehlt doch was. Eine Kuppel. Die ist um die Jahrtausendwende eingebrochen und 7 Jahre später gab es ein Feuer, das große Teile der Einrichtung zerstörte. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass es stimmt. Die Krankenschwester basiert auf Jane Toppin und das Crotus Pren Asylum auf dem Taunton State Hospital. Oder welche Namen auch immer es je gehabt hat. Wenn du dir das Taunton State Hospital mal selbst angucken möchtest, findest du es in der Beschreibung direkt unter dem Like-Button. Der Clown. Jeffrey Hawk. Der Clown Jeffrey Hawk wurde wahrscheinlich durch Killer-Clowns und nicht zuletzt durch Stephen Kings S inspiriert. Aber da ist noch mehr. Auch bei Stephen King hat man sich schon öfter gefragt, wer den Clown Pennywise inspiriert haben könnte. Eine mögliche Antwort auf die Frage ist ein weiterer Serienmörder, von dem ich wünschte, er wäre nur eine Krimi-Figur: John Wayne Gacy. Ins Detail seiner grauenvollen Taten zu gehen, ist für ein Infotainment-Video wie dieses hier vielleicht doch etwas zu viel. Ich glaube, du hast schon eine ausreichende Vorstellung von seinen Morden, wenn ich dir sage, dass sein Nebenjob als Clown ein einfacher Weg für ihn war, Opfer zu finden und dass ihre Grausamkeit ausgereicht hat, um ihm 21 Mal eine lebenslange Haftstrafe und 12 Mal die Todesstrafe einzuhandeln. Die Parallelen beginnen beim Offensichtlichen. Der Clown Jeffrey Hawk aus Dead by Daylight ist ein Clown. Ebenso wie sein Real-Life-Pendant John Gacy. Darüber hinaus verwenden sie beide den Kriechkeller unter ihrem Haus, um die Beweise ihrer Taten zu verbergen. Der Dead by Daylight-Clown bewahrte dort eine Zigarrenbox mit dem Finger eines Opfers auf, während John Gacy gleich die ganzen Körper dort vergrub. Ein Unterschied zwischen den beiden findet sich zwar in der Auswahl ihrer Opfer, doch wenn man kurz näher hinschaut, fällt auf, dass es sich gar nicht unbedingt um einen Unterschied zwischen den beiden handelt, sondern womöglich um einen Versuch, die Grausamkeit der Opferwahl zu verwischen, um den Killer ein wenig unbedenklicher für ein Horrorspiel zu machen. Während John Gacy einen bestimmten Typ für seine Opfer deutlich bevorzugte, steht in der Hintergrundgeschichte für den Dead by Daylight-Charakter Folgendes: Männer, Frauen, Junge, Alte, alles war ihm recht. Wenn es wirklich einfach nur keine Rolle spielt, wer die Opfer des Clowns sind, dann hätte man sich den Satz auch sparen können. Aber die Autoren wollten nicht betonen, dass die Opfer des Clowns alles Mögliche sein konnten, sondern sie wollten betonen, dass jeder zu seinem Opfer werden konnte, nicht nur Erwachsene. So wie bei John Gacy. Boah, das war jetzt schon ein ziemlicher Brocken. Dann wird es vielleicht Zeit, die Laune wieder anzuheben. Mit Tod, Verderben und ewigem Zorn, der die Jahrhunderte zur Asche brennt. Wuhu! Ich habe eingangs das Messelied Dies Irae erwähnt. Einige haben diese Töne sicher in The Shining gehört. Aber vor allem ist es das Hauptthema des Dies Irae. Das wurde im Laufe der vergangenen Jahrhunderte so viel und intensiv in Zeremonien und Stücken, die mit dem Tod zu tun haben, verwendet, dass es mittlerweile als musikalisches Leitmotiv des Todes gilt. Neben The Shining hört man es in König der Löwen, in Star Wars, Sweeney Todd, Nightmare Before Christmas und. Wenn ein Film also den Tod zum Thema hat, ist die Chance ziemlich hoch, dass darin irgendwo das Dies Irae verbaut ist.
Da es das erklärte Ziel von Dead by Daylight ist, die Atmosphäre eines Horrorfilms zu vermitteln, wundert es deshalb nicht, dass ausgerechnet dieses Motiv die Inspiration für die Musik gewesen ist, die im Spiel durchgehend zu hören ist. Die Jägerin, Anna. Wenn wir schon bei Musik sind, da gibt es noch ein anderes Stück in Dead by Daylight, das von einem bereits existierenden Lied inspiriert ist. Es handelt sich um das Lied, das die Jägerin immer summt. Es basiert auf einem russischen Wiegenlied. Ihre Geschichte hat eine starke Verbindung zum Wald und den darin lebenden wilden Tieren. Vor allem bemerkenswert, wenn auch nur beiläufig in Texten erwähnt, ist ihre Verbindung zu Wölfen. Sei es, dass sie als Werwolf bezeichnet wird, oder dass sie nachts wie ein Werwolf heult, oder dass Soldaten mit einem Rudel Wölfe verglichen werden. Um Wölfe geht es nämlich auch in dem Wiegenlied, das ich angesprochen habe. Und das hat einen ziemlich bedrohlichen Text. Ganz einfach zusammengefasst lautet er: Schlaf nicht ein, Kindchen, sonst holt dich der Wolf und zerrt dich in den Wald. Dieses Lied ist tatsächlich ein weit verbreitetes russisches Kinderlied. In Dead by Daylight summt die Jägerin dieses Lied während der Jagd immer vor sich hin. Es ist das Lied, das ihre Mutter ihr früher immer vorgesungen hat. Und heute singt sie es, wenn sie Menschen jagt, wie der Wolf, der aus dem Wald kommt und dich von deiner Bettkante zerrt und ins Unterholz verschleppt. Das ist ein krasses Kinderlied. Der Fallensteller, Evan McMillan. Der Fallensteller basiert visuell auf Jason Voorhees aus Freitag der 13. Sie beide jagen mit Macheten und tragen Masken. Jedoch haben Leute auch schon vorgeschlagen, dass seine Maske auf dem Design des Babyface-Killers aus dem 2009er Film The Hills Run Red, Drehbuch des Todes, basiert, da beide Masken menschlichen Gesichtern ähneln, aber beschädigt sind. 2009 erschien ebenfalls ein Freitag der 13. Film und in diesem benutzt Jason auch tatsächlich eine Bärenfalle, so wie der Fallensteller aus Dead by Daylight. Beide Filme, die als Vorlage für den Fallensteller dienen könnten, sind 2009 erschienen. Die zeitliche Nähe ist natürlich kein Beweis, bei weitem nicht, aber da die Releases der beiden Filme so nah beieinander liegen, können sie mental leicht miteinander assoziiert werden und so wäre es auch in der Brainstorming-Phase des Charakterdesigns gut möglich gewesen, dass sie beide in den Sinn kamen. So oder so, geeignete Vorlagen für einen Horrorspiel-Killer bieten beide Filme. Die Legion. Frank, Julie, Susie und Joey. Als der Killer namens Die Legion ins Spiel eingeführt wurde, dachte ich sofort an 3 Dinge. Scream, The Purge und die Bibel. Ihr Thema mit Messer, Maske und Kapuze erinnert nämlich an Ghostface von Scream. Mathieu Cote, der Game Director des Spiels, erzählte mal, was es mit der Legion auf sich hat. Im Game Studio fanden sie die Idee interessant, dass potenziell jeder ein Killer sein könnte. Das ist eine Idee, die von der The Purge-Filmreihe zu der Zeit schon seit einigen Jahren verfolgt wurde. In den Filmen werden für 12 Stunden alle Gesetze im Prinzip außer Kraft gesetzt, was dazu führt, dass etliche Leute ihren Mordgelüsten nachgehen und sich meistens dabei maskieren, sodass man sich später nicht an ihnen rächen kann für das, was sie tun. Ein Konzept, in das eine jugendliche Gang, die eigentlich nur einen Laden verwüsten will, aber dann anfängt Menschen zu töten, durchaus hineinpasst. Die 4 Gangmitglieder, Frank, Julie, Susie und Joey, formen gemeinsam einen Killer, die Legion. Wann immer eine Legion auftaucht und es nichts mit historischem Militär zu tun hat, handelt es sich, vor allem im Horrorgenre, um eine Anspielung auf Textstellen aus der Bibel. Im Markus-Evangelium begegnet Jesus einem Mann, der von Dämonen besessen ist. Als Jesus nach dem Namen fragt, erhält er die Antwort: Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Und Legion ist in etlichen Werken verarbeitet worden. Soul Reaver, Der Exorzismus der Emily Rose, Stephen Kings S. Schon wieder S. Ist dieser Stephen King ein Horrorautor oder so? Darüber hinaus wird aber auch immer wieder eine Serie erwähnt, die als Inspiration gedient haben könnte. Sunny Family Cult. Das ist eine Horror-Webserie, die in 2018, dem Jahr, an dem die Legion eingeführt wurde, erschien und recht beliebt war. Mathieu hat übrigens auch auf die Frage geantwortet, ob es einen Grund gibt, warum die Legion ausgerechnet aus 4 Leuten besteht. Nein, gibt es nicht. Es waren halt einfach 4. Kommen wir nun zu dem größten Irrglauben, wenn es um Inspiration für Dead by Daylight geht: Dwight Fairfield. Er ist einer der Survivor-Charaktere und basiert tatsächlich auf einem wahren Menschen, zumindest sein Aussehen.
Immer wieder kommt es vor, dass Leute, die Dead by Daylight zu spielen beginnen und Dwight kennenlernen, mal ein Bild vom Game Director Mathieu sehen und zu dem Schluss kommen, dass Mathieu als Dwight im Spiel verewigt wurde. Das kann ich verstehen, die Ähnlichkeit ist da, aber die ist eher zufällig. Viele eingefleischte Spieler werden jetzt vielleicht sagen, ja, aber das ist doch weit und breit bekannt, Dwight basiert nicht auf Mathieu Cote, sondern auf einem anderen Dead by Daylight Mitarbeiter. Aber sie haben nie gesagt, auf welchem. Wenn du die Geschichte so weit schon kennst, dann nicht schlecht, ich bin beeindruckt. Aber falsch. Wir wissen, wer derjenige ist, auf dem Dwights Aussehen basiert. Und es handelt sich nicht um einen Dead by Daylight Entwickler. In einem der vielen Developer-Videotagebücher mit Live-Chat haben Mathieu und 2 seiner Mitarbeiter sich über Dwight und darüber, dass viele Mathieu in ihm sehen, unterhalten. Da sagte der Lead-Designer Dave, nur um das klarzustellen, Matt ist nicht Dwight. Matt ist natürlich Mathieu. Daraufhin bestätigte Mathieu, dass jemand anders Modell gestanden hat. Lustigerweise erzählt er nebenher auch, dass tatsächlich erst Dwights Aussehen feststand und dann hat Mathieu eine Brille bekommen und sieht seitdem ein wenig aus wie Dwight. Und irgendwo in diesem Gespräch sagte Mathieu zu seinen Kollegen, irgendwann müssen wir mal Jean-Marc einladen. Jean-Marc? Jean-Marc wer? Und warum einladen? Hat er etwas mit Dwight zu tun? Nun, ich mache es kurz. Ja, Dwight basiert auf einem Mitarbeiter des Studios. Sein Vorname ist Jean-Marc. Und er hat nie an Dead by Daylight mitgearbeitet. In einem anderen Livestream hat Mathieu ihn eingeladen, kurz mit im Videotagebuch zu sein. So konnte die Welt einen Blick auf Jean-Marc erhaschen, der Vorlage für Dwight. Bei einer jährlichen Wohltätigkeitsauktion hat Jean-Marc einen Preis ersteigert, den das Dead by Daylight Team angeboten hat. Dein Gesicht in unserem Spiel. Jean-Marc selber arbeitete zu der Zeit an einem anderen Spiel. Es wird zwar nie erwähnt, welches, aber meiner unbestätigten Recherche zufolge muss es Pro Field Golf gewesen sein. Mehr wurde nie über ihn mitgeteilt. Was aber meiner Meinung nach noch interessanter ist, er arbeitet gar nicht mehr in dem Studio, das Dead by Daylight entwickelt. Und zwar schon eine ganze Weile nicht. 5 Monate nachdem das Spiel mit seinem Gesicht darin erschienen war, wechselte er zu einem anderen Studio, Bethesda. Aber auch dort ist er mittlerweile nicht mehr. Heute arbeitet er... Doch halt, nein. Ich glaube, das genügt, um ein Bild über die Vorlage von Dwight Fairfield zu vermitteln, oder? Seine Spur weiter zu verfolgen ist eher etwas, dem ich ein ganzes Video widmen würde. Behalte den Kanal also als Abonnent im Auge, wenn du das nicht verpassen willst. 1000 Dank geht an meine Patreons, die mich so bedingungslos unterstützen. Patrons erhalten unzensierte Versionen von Videos sowie Making-of-Material. Neulich konnten sie sehen, was ich mal für Videos geplant hatte, aber wieder verworfen habe. Wahrer Lost Content. Du kannst auch Patreon werden. Schon ab einem 0-Euro-Paket. Auf patreon.com/Nobi. Dieses Video ist Teil der Halloween YouTube Show 2023. Danke, dass ich wieder mitmachen durfte. Also dann, schau dir unbedingt alle Videos an, die sich in dieser Playlist befinden. Wie soll ich sagen? Bis dahin!